Watson hat uns eine sehr schöne, aber auch sehr schwierige Aufgabe gestellt. Die Challenge an das VOCER Millennial-Lab ist, dass ihr für uns ein 15-sekündiges Format entwickelt, was auf unseren Out-of-Home Public Video Screens funktioniert. Die Aufgabe war vielfältig. Wir haben am Anfang erstmal gebrainstormt, verschiedene Gruppen gelöst, um vielleicht auch ein bisschen die Teamfähigkeit zu stärken und irgendwie sich zu finden. Und andererseits auch zu lernen, was die Möglichkeiten sind für Millennials, mit der Mediennutzung umzugehen. Wir benutzen über Design Thinking Prozesse unterschiedliche Ansätze wie Lego Serious Play. Lego Serious Play is a creative communication method. You're actually playing with Lego bricks and you give a meaning to every brick. It's a very efficient way of getting groups to reach consensus and to unearth new ideas. Also wir haben tatsächlich mit Lego-Bausteinen gespielt, aber das benutzt, um unsere Ideen zu visualisieren, um uns auszutauschen und vielleicht auch unsere Gedankengänge auf neue Wege zu lenken, die wir vorher noch nicht zu denken wagten. Ich muss sagen, ich habe mir es erst sehr schwer vorgestellt, dass ich das wirklich mit diesen Lego-Bausteinen, die so erstmal gar nichts mit dem Konzept an sich zu tun haben, wirklich umsetzen kann. Aber was ganz hilfreich war, war dieses in Metaphern denken, weil ich gemerkt habe, dass es mehrere Facetten des Konzeptes gibt. Das Gute an dieser Kooperation ist, dass wir erstens rauskommen aus unserem schon fertigen Journalisten, sitzen jeden Tag zusammen und haben immer die gleiche Herangehensweise. Da ist es unerlässlich, ständig neuen Input zu bekommen, ständig neue Ideen zu bekommen und ständig neue kreative Ansätze zu finden. Und das ist definitiv das, was wir hier uns von versprochen haben. Also was ich aus dem Projekt definitiv mitnehme, ist, dass man weniger Angst davor haben sollte, mit Menschen zusammenzuarbeiten, die man nicht kennt, weil es ist unheimlich bereichert.